Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mache ich Schellfisch an einer leckeren Masala-Curry-Soße und Reis. Die gezeigten Zutaten reichen für 2 Portionen. Zuerst reibe ich die Schale einer Bio-Limette ab. Als nächstes schneide ich eine Schalotte in kleine Würfel. Dann zerkleinere ich eine Knoblauchzehe, von der ich vorher den Keimling entfernt habe. In einer Pfanne erhitze ich etwas Butter und brate die Zwiebel darin leicht an. Dann kommt der Knoblauch hinzu. Bevor der Knoblauch braun wird, lösche ich mit etwas Sahne ab und verlängere mit etwas Milch. Dann kommt noch etwas Gemüsebrühe hinzu. Ich würze mit 2 Teelöffel Dill, 1 Teelöffel Garam Masala, dann kommen 2 Teelöffel Honig hinzu. Die Soße soll im Gleichgewicht zwischen Säure, Süße und Schärfe sein, deshalb presse ich den Saft einer halben Limette hinein. Es wird gut verrührt und mit dem Stabmixer fein gemixt. Etwas Zucker kommt noch hinzu, dann würze ich mit Salz und Pfeffer. Einen Schluck Wein gieße ich noch an. Es fehlt noch etwas Säure und Salz, deshalb gebe ich noch den Limettensaft der zweiten Limettenhälfte und eine Prise Salz hinzu. Die Soße wird jetzt in einer Kasserolle beiseite gestellt. In einen größeren Topf gebe ich für den Reis 2 Tassen Wasser und bringe es zum Kochen. In das Wasser kommen 3 Nelken, ein kleiner Löffel gemahlener Kardamom und etwas Kurkuma sowie 1 Teelöffel Salz. Sobald das Wasser kocht, kommt eine Tasse Reis hinein und wird auf kleiner Flamme kochen gelassen. Die Soße binde ich mit einem Teelöffel in kaltem Wasser angerührtem Kartoffelmehl. In einer Pfanne erhitze ich ca. 1 Esslöffel Butter und gebe die Schellfischfilets hinein. Die hatte ich vorher mit etwas Curry gewürzt. Sie werden gesalzt, gepfeffert und von beiden Seiten leicht braun gebraten. Da die Pfanne für alle Filets nicht genug Platz hat, halte ich die ersten fertigen Filets bei 80 Grad im Backofen warm.
Soße bekommt jetzt noch den Limettenabrieb und es kann schon serviert werden. Guten Appetit! Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte ein Abo da und du verpasst auch kein weiteres Video mehr von mir. Im Abspann gibt es noch weitere interessante Links. Bis zum nächsten Mal. Euer Herbie.